Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de und ja, wir sind jetzt hier schon im zweiten Part unseres Piano-Tutorials zu River Flows in You. Wenn ihr den ersten Part nicht gesehen habt, wirklich reinschauen, da erkläre ich auch nochmal die Grundlagen, wie ich dieses Tutorial aufgebaut habe und dementsprechend das erste Video angucken und dann erst hier dieses zweite. Und ja, jetzt gehen wir also tiefer in das Stück rein. Letzte Woche hatten wir das Intro zum Stück und jetzt schauen wir uns mal an, was das Stück noch so zu bieten hat. Jetzt wird es natürlich ein bisschen komplizierter, aber auf jeden Fall machbar, also keine Angst und wir gehen direkt ins Video. So, dann würde ich sagen, wir starten auch schon mal direkt hier in den nächsten Part rein. In Part 1 hatten wir ja Folgendes gespielt, das Intro sozusagen des Stückes. Bis dahin, ne? Das war das, was wir in Part 1 hatten und jetzt geht es hier an der Stelle weiter. Ich spiele euch einmal vor, was wir jetzt in diesem Part hier behandeln werden. Bis dahin, also bis zu diesem A hier. Alles klar. Klingt jetzt erstmal nach einer ganzen Menge. Allerdings muss man dazu sagen, also das Ganze wiederholt sich ja auch. Also wir hatten ja jetzt hier einmal eine Wiederholung drinne und die linke Hand spielt hier eigentlich wirklich immer dasselbe Muster. Deswegen, ja, verspreche ich dir, wird es gar nicht so schwer, wie du denkst. Es gibt einen kleinen Part am Anfang, der ist etwas knifflig, vor allem dann beide Hände zusammenzunehmen. Aber wenn du den soweit drauf hast, dann kannst du auch wirklich eigentlich schon fast das ganze Stück. Wir fangen wieder mit der linken Hand erstmal an. Ich zeige dir, was die linke Hand spielt und dann üben wir die rechte Hand. Und wenn wir das dann beides können, dann nehmen wir wieder beide Hände zusammen. Also wirklich auch wieder erst beide Hände zusammenspielen, zusammen üben, wenn du die linke und die rechte Hand super spielen kannst. Okay. Beginnen wir mit der linken Hand. Bei der linken Hand ist es eigentlich so, dass wir immer nur 4 Akkorde spielen, die das Stück die ganze Zeit begleiten in dieser einfachen Version. Und das ist einmal dieses Fis, Cis, Fis. Ja, beziehungsweise hier oben Fis, Cis, Fis. Das ist das, was wir schon im ersten Part hatten. Auch hier dann kommt als nächstes D, das A und das E. Ja, das hatten wir schon. Das hast du schon im ersten Part geübt. Das würde ich jetzt also nicht nochmal unbedingt wiederholen wollen im Detail. Du kannst natürlich nochmal üben, das so anzuschlagen. Und dann geht es weiter. Dann kommt A, E, Cis. Ja. Und dann E, H, E. Das ist im Prinzip das Muster, was die linke Hand immer wieder spielt, das ganze Stück über. Ja, also das ändert sich überhaupt nicht. Wenn du das also super spielen kannst, dann hast du die linke Hand schon einwandfrei drauf. Ja, mehr ist das wirklich nicht. Ja, dann würde ich natürlich also die beiden Akkorde hier nochmal einzeln üben. Ja, das sind ja die, die du noch nicht geübt hast, die nicht im ersten Part vorkamen. Und vor allem den hier, da muss man natürlich üben, hier diesen Sprung zu machen, ja. Beziehungsweise spiele ich das hier unten. Also A, E, Cis. A, E, Cis. Ja, und du musst wirklich hier den ganzen Arm und die Hand mitbewegen. Sonst kriegst du Probleme hier auf dieses Cis zu kommen, wenn ich jetzt hier ganz steif so liegen bleibe. Ja, da komme ich kaum hier an dieses Cis ran. Also da musst du wirklich dann am besten ein bisschen Oberkörper, aber auch hier vor allem den Arm, den ganzen Arm fließend mitbewegen. Das heißt, wenn du hier das E anschlägst, dann bewegt sich dein ganzer Körper hier schon mit und du kannst dann hier mit dem Daumen auf das Cis gehen, ja?
Du siehst, wenn ich jetzt hier auf dem E bin, da bewegt sich hier meine Hand schon mit. Das ist wirklich was, also wenn man das nicht noch nie gemacht hat, ja, dann muss man das wirklich ganz, ganz oft üben. Kannst auch wirklich am Anfang langsam üben. Also gar nicht so einfach, wirklich das 50, 100 Mal wiederholen, bis du das ohne Probleme spielen kannst, ja? Okay. Ja, und wenn du das soweit kannst, dann kannst du dann den 4. Akkord mal üben, und zwar ist das dann hier immer, wie gesagt, dieses E, H, E. Ja. Einfach das auch immer wieder anschlagen, bis du es einwandfrei und völlig aus dem Kopf spielen kannst, wenn du gar nicht mehr drüber nachdenken musst, wie du das spielen musst, ja. Kannst doch mal beide zusammen dann. Ja. Beide Parts zusammen. Das bietet sich auch an, weil wenn wir jetzt hier auf dem Cis sind, dann können wir hier gleich mit dem kleinen Finger zu dem E springen, ja. Das siehst du ja hier, zack, springen wir hier gleich rüber. Wir müssen es ja nicht super schnell spielen. Wir haben hier schon ein bisschen Zeit, also dementsprechend ist es gar nicht so schwer. Ne? Ja, und dann spielst du mal die linke Hand komplett. Ja. Übrigens, ganz wichtig hierbei zu wissen ist, ob du jetzt das hier unten spielst oder hier oben. Das spielt nicht unbedingt eine Rolle, ne? Das ist einfach nur Geschmackssache. Natürlich, wenn man jetzt hier rechts die Hand spielt, ich kann dir das ja mal zeigen. So, und wenn ich jetzt hier natürlich hier die linke Hand hier oben nehme, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir uns hier mit den Händen eher verhaspeln können, weil wir hier näher aneinander sind. Deswegen spiele ich es gerne hier unten. Dann haben wir einfach ein bisschen mehr Platz auseinander und spielen auch hier links den Bass ein bisschen besser mit. Ne? Hier sind wir schon sehr weit oben. Aber es klingt natürlich auch so ganz schön, ja. Also kann man auch so spielen. Das sind diese kleinen Variationen, die ich auch im ersten Video schon mal angesprochen habe. In welcher Oktave man das jetzt hier spielt, ob man das auch noch tiefer spielt, ja. Das kann man natürlich auch noch weiter hier unten spielen. Das klingt natürlich dann schon sehr, sehr tief im Vergleich zu hier oben. Das ist dann aber dir überlassen, ne? Fakt ist, du musst hier das A, das E und das Cis spielen und dann E, H, E. Und dann in welcher Oktave du es spielst, ob du es hier spielst oder hier, das ist ja dann völlig egal. Das ist dann einfach noch eine kleine Klangvariation, ne? Nur das am Rande. Ansonsten übst du einfach hier wirklich das einfach mal auswendig spielen zu können, ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das wirklich fließend hier beherrschst. Guck mal, ich denke da schon gar nicht mehr drüber nach, wie ich das hier spiele. Ich brauche auch schon gar nicht mehr hingucken. Siehst du jetzt natürlich nicht, aber ich gucke schon gar nicht mehr hin, was ich hier eigentlich spiele. Sondern ich kann das im Prinzip, ist es mir schon in die Motorik hier übergegangen. Also es ist eigentlich mehr ein Gefühl, wie ich die Tasten hier anschlage. Okay, das ist also die linke Hand. Das war es auch schon für den ganzen Part, also für alles, was ich dir gezeigt habe. Das wiederholt sich einfach immer. Das sehen wir dann nochmal, wenn wir beide Hände zusammennehmen. Und dann kommen wir jetzt zur rechten Hand. Das werden wir jetzt in ein paar kleinere Abschnitte unterteilen, weil die rechte Hand ja hier doch einiges spielt. Die Melodie spielt natürlich. Und ich zeige dir mal den ersten Part, den wir jetzt hier üben werden. Und zwar ist das folgender. Dieser hier, ja? Ich wiederhole nochmal. Beziehungsweise kann man hier auch Folgendes spielen.
Also man kann hier auch das A hier unten nochmal mitspielen. Ne? Das ist jetzt auch wieder so eine kleine Variation. Das kannst du dir überlegen, wie du das machen möchtest. Ich finde, es bietet sich an, weil es dann einfach noch ein bisschen voller klingt und mehr zum Rhythmus der Melodie passt. Ne? Aber wir machen das jetzt ganz, ganz langsam und teilen das auch nochmal in 2 Parts auf. Also wir fangen mit dem Part hier an. Wir schlagen hier das A und das Cis an und dann springen wir hier zum A hoch. Bis dahin, okay? Ich würde jetzt einfach meine Version nehmen und hier das A hier unten mitspielen. Wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du es auch weglassen. Ich habe es dir ja eben gezeigt, wie das dann ohne das A aussieht. Ja, also A, Cis, A, Ass, A und hier unten das A und dann Ass, A, ne? Okay. Das einfach ganz, ganz oft wiederholen, gerne langsam, ja, am Anfang. Kannst dann auch schneller werden, ja, wenn du es soweit drauf hast. Dann in der richtigen Geschwindigkeit wäre es ja so. Ja, wie gesagt, ich werde immer dir zeigen, ja, in dem einzelnen Part, was du spielen musst und dir vielleicht hier und da noch ein paar Hinweise geben und dann werde ich aber auch schon zum nächsten Part übergehen und du kannst ja dann gerne nochmal das Video pausieren und dir den Part nochmal angucken und das Ganze nochmal in Ruhe wiederholen. Ja, also wirklich erst, wenn du dann einen Teil super spielen kannst, also wenn du jetzt hier das ohne Probleme spielen kannst, dann gehst du zum nächsten Part über, wie gehabt. Genau, hier einfach darauf achten, wirklich die Hand hier zu spreizen und hier mit dem Daumen hier das A zu haben, dass du hier mit dem kleinen Finger auf das A hier oben kommst, dass es hier wirklich quasi die Oktave greifst, damit wir jetzt hier nicht irgendwie, wenn wir jetzt hier so anschlagen würden, müssten wir jetzt hier irgendwie blöd springen, ja, so ist ja der Zeigefinger, Entschuldigung, der kleine Finger ist ja dann hier schon bereit, auf das A zu springen. Das heißt, wir müssen hier gar nicht groß die Hand bewegen, sondern können hier eigentlich ganz entspannt liegen bleiben, ja? Das ist hier nochmal ganz wichtig so zur Technik zu sagen. Okay, dann geht's weiter. Also wir hatten den Part jetzt hier. Und dann geht's weiter. Hiermit, ja? Also wir schlagen dann hier das E an, dann wieder das A und dann springen wir hier runter wieder zu dem unteren A. A, D, A. Ja? Ich wiederhole nochmal. Das ist schon der zweite Teil dieses ersten kleinen Partes hier sozusagen, ja. Nochmal. Okay, das wieder so oft wie möglich wiederholen. Ja, einfach das Ganze trainieren, bis es in Fleisch und Blut übergeht. Wenn du das soweit kannst, dann kannst du mal den ganzen Part probieren, hier mit der rechten Hand zu spielen, ja. Ja, und das einfach jetzt ein paar Mal üben. Ich sehe gerade, hier kann man also auch nochmal, ja, habe ich eben vergessen dir zu zeigen. Das ist, glaube ich, auch die Version, die ich hier spiele. Also kann man nochmal hier unten das A mitspielen, ne? Also einmal hier und dann nochmal hier. Also bevor wir hier das E anschlagen, kann man hier auch nochmal das A mit anschlagen. Ja, das Ganze so oft wie möglich wiederholen, bis du es einwandfrei spielen kannst. Und dann gehen wir zum nächsten Part über, den die rechte Hand spielt. Das ist dieser hier. Erstmal bis dahin. Ja, ziemlich simpel. Also, ja, wir enden ja hier auf dem A. Und dann spielen wir auch nochmal das A. Und zwar so, also ganz kurz das A, das H und dann hier das Cis. Ja?
im Prinzip ist das wie so ein kleiner Sprung hier auf das Cis. Also wir schlagen wirklich das A nur kurz an, das H hier wirklich nur ganz, ganz kurz und dann hier das Cis. Also das H, das schlagen wir nicht wirklich an, das tippen wir eigentlich nur ganz leicht an. Ja, man kann auch hier das H weglassen, aber ich finde, so klingt es irgendwie noch ein bisschen schöner. Ja, das ist so dieses Verspieltere. Da kann man einfach wirklich diesen Part hier einfach mal üben, ja, dass du hier mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger diese 3 Töne anschlägst und wirklich mit Daumen und Zeigefinger das nur ganz, ganz kurz. Da kann man wirklich diesen Part hier auch gerne mal die ganze Zeit üben, einfach ganz oft wiederholen. Es bietet sich auch an, weil wir solche kleinen Spielereien auch in anderen Melodien haben. Also das kann man generell mal üben, immer hier so einen Voranschlag zu machen, ne? Statt einfach den Ton direkt anzuschlagen, schlägt man also hier die 2 Töne davor an. Ne? Das gibt es auch in anderen Melodien. Ja, also das ist im Prinzip noch so eine kleine Variation. Okay. Also wir sind dann hier auf dem Cis, dann kommt das D, dann das E, dann wieder das Cis und dann sind wir hier auf dem H. Ja? Okay. Das also auch wieder ganz oft wiederholen. Vor allem den Part hier, ja, als ersten Überabschnitt und dann das meinetwegen als zweiten. Und auch die Fingertechnik so, ne? Natürlich hier, dass jeder Finger auf einer Taste liegt. Daumen hier auf dem A, Zeigefinger auf dem H und dann hier Cis, D, E, Cis, H. Okay, gut, ne? Also, dann geht's weiter. Das war der Part und jetzt geht's so weiter. Mit diesem kleinen Teil hier. Ganz, ganz einfach, ja, also du spielst erst A, Ass, A. Das wäre so der erste kleine Überabschnitt, das kann man mal üben hier. Würde ich auch genauso anschlagen, wie ich das hier mache, also mit dem Daumen, Zeigefinger, Daumen. Das hat einfach den Vorteil, dass erstmal so wäre es blöd, ja, weil wir hier den Daumen irgendwie so reinquetschen müssten. Und wir wollen ja hier auch nach rechts mit der Hand. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier irgendwie so bewegen, dann müssten wir hier ein bisschen mit der Hand so springen und das finde ich ist hier irgendwie ungünstig, muss auch wirklich nicht sein. Da ist es viel einfacher, das so anzuschlagen. Und dann haben wir hier rechts die Hand zur Verfügung. Vor allem können wir direkt hier mit dem Zeigefinger uns schon zu dem H bewegen. Und dann haben wir hier alle Finger zur Verfügung für die restlichen Töne. Ja? Deswegen mit Daumen und Zeigefinger. Das ist also der erste Part. A, Ass, A. Auch in dieser Geschwindigkeit. Auch auf den Rhythmus achten, ja. Also hier bleiben wir eine Weile liegen, bis es dann weitergeht, ja. Also A, Ass, A, 2, 3, 2, 3. Ja, einfach da auch ein bisschen hier auf den Rhythmus achten. Also wir spielen jetzt hier nicht einfach, sondern 2, 3 und dann geht's weiter. 2, 3. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Nicht nur, dass wir die Töne hier spielen können, dass wir wissen, welche Tasten wir anschlagen, sondern natürlich auch, dass wir die im richtigen Rhythmus und in der richtigen Geschwindigkeit anschlagen. Also dann A, H, Cis. Ja, mit Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Auch wieder ein kleiner Abschnitt, den man üben kann. Dann mal beide zusammen. 2, 3. Ja? 2, 3. Okay. Dann geht's weiter. 2, 3. 2, 3.
Ja? Cis, D, E, D, Cis, H. Das kannst du dann auch wieder gerne einzeln üben, wieder zusammen üben, ja? 2, 3, 2, 3, 4. Ja, immer auf den Rhythmus achten. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ja. Und dann haben wir schon diesen kompletten ersten Part. Den können wir jetzt hier noch einmal meinetwegen komplett zusammenspielen, ja. Und das mache ich jetzt einmal vor und du kannst es ja dann nochmal für dich trainieren, ne? Das war der Teil, ne, mit diesem Vorschlag und dann. Ja, das ist also das, was die rechte Hand hier spielt. Dann wiederholt sich das Ganze nochmal. Allerdings machen wir nicht diesen Vorschlag hier, ne, mit dem, sondern wir spielen einfach direkt hier das A. Also wir spielen nicht, sondern sind hier direkt an der Stelle. Ne? Also dann wiederholt sich das Ganze erst einfach nochmal. Bis hierhin, ja, also bis hierhin komplett dasselbe nochmal. Das ist der nächste Abschnitt. Gehe ich jetzt nicht nochmal durch, diesen Abschnitt hier. Das ist ja das, was wir eben schon hatten, aber einfach, wir wiederholen das Ganze nochmal, aber ohne diesen Vorschlag hier. Ja, wir schlagen direkt hier das A an. Ne? Und genau, spielen dann bis hierhin dasselbe, aber jetzt machen wir einen Sprung hier hoch. Zu dem Cis hier oben, ja? Also wir gehen nicht wieder hier runter zum Cis und zum H, sondern gehen hier zum Cis und H hier oben. Also wir springen eine Oktave höher. Ne? Das ist jetzt hier sozusagen der Höhepunkt, den diese Melodie hier aufbaut. Und das ist gar nicht so einfach, ja? Das muss man wirklich, das musst du wirklich jetzt hier mal ausführlichst üben, also wirklich ganz, ganz oft wiederholen. Hier diesen Sprung. Da würde ich dir empfehlen, wirklich nur diesen Teil hier zu üben, ja? Das ist ganz wichtig, dass du diesen Sprung übst, weil du hast ja in der Melodie keine Zeit jetzt hier zu suchen. Ne? Es ist ja eine fließende Melodie, ne? Natürlich hilft uns da ein bisschen das Haltepedal, dass wir den Ton auch kurz halten können, aber ja, wir haben jetzt nicht die Zeit, jetzt hier noch zu suchen, sondern wir müssen das wirklich fließen können, ja? Wie du siehst, fällt mir das überhaupt nicht schwer, einfach weil ich das schon so oft wiederholt habe, ja? Das kannst du nicht auf Anhieb, sondern du musst hier diesen Sprung üben. Das muss man einfach wirklich trainieren. Okay, alles klar, also wir springen hier hoch zum Cis, zum H, eine Oktave höher. Und dann spielen wir folgendes. Cis, H, A, As, A. Auch genauso, wie ich das hier mache, ja. Also kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Mittelfinger. Damit wir hier den Daumen nämlich zur Verfügung haben, dass der Daumen hier nicht so eingeknickt ist, sondern wir können dann mit dem Daumen hier wieder runterspringen. Wirst du auch gleich sehen, warum, weil wir jetzt hier wieder runtergehen dann, ne? Aber das ist jetzt hier also diese Besonderheit, dass wir zwar dasselbe nochmal wiederholen, aber wir gehen halt hier hoch. Und dann hier abwärts, ja? Dann geht's weiter. Genau wie gehabt. Enden wir hier wieder auf dem H. Also das ist wieder genau dasselbe, ne? Dass wir also hier runtergehen. Das ist ja neu. Aber das hier. Ne, vorher haben wir hier das gespielt. Das spielen wir jetzt quasi hier oben.
und spielen dann hier genau dasselbe weiter. Da das jetzt nochmal genau dasselbe ist, ja, würde ich das jetzt auch nicht nochmal im Detail wiederholen. Das kannst du ja soweit schon, ne? Die Schwierigkeit ist wirklich hier hochzuspringen und dann natürlich auch wieder hier runter zu springen, weil es ja auch wieder eine fließende Melodie, ne? Also wir springen von dem, ne? Wir springen hier von dem A hier runter zu dem A. Deswegen habe ich gesagt, brauchst du hier den Daumen, damit du mit dem Daumen hier rüberspringen kannst. Das musst du dann auch wirklich wieder trainieren, diesen Sprung hier einfach hinzukriegen, ja? Also das ist im Prinzip hier eigentlich das, was zu lernen gilt, ne? Der Rest ist ja genau dasselbe wie vorher. Einfach hier wirklich diesen Sprung üben, diesen Oktavsprung. Ja, und das ist auch schon alles, was die rechte Hand hier spielt, ne? Dann kommt quasi dieser Teil hier. Das kommt dann im nächsten Video. Da geht es dann weiter, aber für die rechte Hand und für die linke Hand war es das jetzt erstmal im Einzelnen. Und jetzt zeige ich dir noch, wie man beide Hände zusammenspielt. Und zwar beginnen wir hier mit diesem Part. Und das hier ist eigentlich, finde ich, der schwerste Part des ganzen Stückes, den mit beiden Händen zusammenzuspielen. Der Rest, wirst du sehen, ist dann gar nicht mehr so schwer. Und hier ist es jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, dass du die linke Hand perfekt spielen kannst und die rechte Hand perfekt spielen kannst. Deswegen üb jetzt diesen Part des Videos bitte erst, wenn du wirklich die anderen beiden Hände richtig gut einzeln spielen kannst, also perfekt einzeln spielen kannst. Und erst dann nimm sie bitte zusammen, weil sonst kriegst du hier echt Schwierigkeiten, weil das ist jetzt natürlich nochmal ein sehr großer Übungspart, das einfach zu trainieren, hier diesen Rhythmus beider Hände beizubehalten, weil wir jetzt hier auch wirklich teilweise unterschiedlich hier die Tasten anschlagen, nicht immer gleichzeitig. Ne? Okay, ich versuche es dir mal langsam vorzuspielen, ganz langsam, und du kannst es dann auch nochmal pausieren, kannst dir nochmal in Ruhe angucken, wie hier rechte und linke Hand zusammenspielen. Im Prinzip bleiben wir einfach im Rhythmus, ja, also die linke Hand spielt das hier, ne? Und da müssen wir bleiben und die rechte Hand spielt die Melodie, die wir schon geübt haben, ne? Und so ergibt sich das dann so. Ich spiele es mal ganz langsam vor. Wirklich gar nicht so einfach. Also hier hatte ich echt meine Schwierigkeiten. Ich kann dir wirklich empfehlen, das in kleinste Unterabschnitte auch nochmal einzuteilen. Also wie zum Beispiel hier diesen Part. Zum Beispiel, ja? Also dass du wirklich nur das hier nimmst. Und das einfach übst, ja? Wenn du das soweit kannst, dann gehst du weiter. Ja, also kannst dann hier zum nächsten kleinen Part übergehen und dir da einfach so kleine Unterabschnitte machst, ne? Also ich versuche es dir mal zu erklären. Wir schlagen erst rechte Hand alleine an, dann rechte und linke Hand zusammen, dann beide zusammen, ja? Zusammen, zusammen. Linke Hand alleine dann. Rechte Hand hier dreimal alleine, also das A alleine, den alleine, den alleine. Hier die linke Hand nochmal alleine, ja? Also linke Hand alleine, dann die rechte Hand alleine. Hier spielen beide zusammen, also das A und das H spielen beide zusammen. Rechte Hand wieder alleine, linke Hand alleine, rechte Hand alleine, rechte Hand alleine, rechte Hand alleine. Also du musst wirklich hier im Rhythmus bleiben und hier die Melodie spielen. Und ich kann es dir einfach nochmal langsam vorspielen und du kannst es dann versuchen nachzuspielen. Du wirst selber merken, es wird seine Zeit brauchen, bis du das hinkriegst. Das ist aber auch wirklich der einzige, finde ich, richtig schwere Part in dem Stück. Der Rest ist dann ziemlich einfach, weil wir dann hier immer entweder beide Hände wirklich gleichzeitig anschlagen oder die linke Hand bzw. die rechte Hand erst anschlagen, wenn die andere Hand fertig ist. Ne? Ich spiele es dir nochmal ganz, ganz langsam vor und dann gehen wir aber schon weiter, ja? Und wirklich einfach in Ruhe wiederholen.
ganz, ganz langsam. Üb's am Anfang ganz, ganz langsam, so wie ich es jetzt langsam gespielt habe. Und dann kannst du irgendwann schneller werden und dann in die Geschwindigkeit gehen, die eigentlich in dieser Melodie gespielt wird, ja? Das wäre die eigentliche Geschwindigkeit. Das soweit, also jetzt geht's weiter. Ja, jetzt kommt dieser Part mit der rechten Hand und die linke Hand spielt jetzt hier, das kennst du ja, das A hier unten. Und das ist dann der nächste Teil, den beide Hände zusammenspielen. Und hier wird es schon wirklich einfacher. Wir schlagen also hier, machen diesen Voranschlag auf der rechten Hand alleine und wenn wir hier auf dem Cis sind, dann schlägt auch hier links die Hand mit. Und dann zusammen, 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 alleine und dann wieder zusammen. Alleine, alleine. Wenn die eine Hand alleine spielt, dann bleibt die andere Hand auch erstmal liegen. Also hier gibt es nicht viel, was man falsch machen kann. Ne? Ich spiele es nochmal vor. Also wir schlagen hier erst die rechte Hand alleine an, ne, mit diesem Anschlag und dann zusammen, zusammen, zusammen. Hier darauf achten, dass du hier hochkommst zu dem Cis. Ja, dann sind wir hier auf dem Cis und auf dem E. Ja. Wieder die rechte Hand alleine und wenn wir hier auf dem H landen, schlägt auch hier das E an. Und dann bleiben wir auf der rechten Hand liegen und die linke Hand spielt den Akkord hier noch aus, ja? Okay. Wieder üben, wiederholen. Ja, dann kommt der nächste Teil. Übrigens spiele ich das jetzt gerade hier oben. Man kann es auch hier unten spielen. Ich finde, hier unten klingt es gar nicht schlecht, ja. Okay, muss ich jetzt, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Also immer, wenn wir den dritten Ton hier anschlagen, spielt die linke Hand dann den Akkord. Ja, und die rechte Hand bleibt liegen, ne? Ja, siehst du ja, ne? Alleine, allein und jetzt spielen wir zusammen und die rechte Hand bleibt erstmal liegen, macht eine Pause. Ja, das ist dieses 3-4, was ich vorhin gesagt habe, das ist der Rhythmus. 2, 3, ja, oder 2, 3, wie man will. Hier spielt die linke Hand jetzt alleine und dann die rechte Hand wieder. 1, 2 und wieder zusammen, ja? Und jetzt zieht er wieder die linke Hand alleine. Dann geht's weiter. Ja, wieder beim dritten zusammen. Linke Hand spielt alleine. Rechte Hand alleine und beim dritten Ton wieder zusammen. Okay. Noch einmal zur Wiederholung. Okay. Das war der erste Teil und dann geht es genau nochmal so weiter. Ja, das wiederhole ich jetzt nicht noch alles nochmal. Wir machen hier diesen Vorschlag nicht bei der rechten Hand, sondern spielen direkt. Ja, dieses hier, ja. Bis hierhin alles wieder gleich. Beziehungsweise, entschuldige, ja. Wir springen ja jetzt hier hoch. Und hier wieder genauso, wie wir es davor hatten, bloß dass wir ja hier oben sind. Wenn ich jetzt hier auf dem H lande, dann schlägt hier die linke Hand an und wenn wir hier auf dem E sind, spielt hier das Cis. Und wenn wir dann hier auf dem A sind, spielt wieder die linke Hand. Ja, das ist eigentlich wie davor. Bloß, dass wir hier jetzt eine kleine Rhythmusänderung haben und jetzt hier oben in der Oktave spielen. Ne? Also nochmal. Der Rest, das ist ja alles gleich. Und jetzt springen wir hier hoch. Und spielen hier. Ja, immer wenn wir hier auf dem H landen, spielen wir hier das E. Und dann, wenn wir hier wieder auf dem E sind, schlägt hier gleichzeitig das Cis an. Ja, und dann geht's weiter. Und dann wieder vor. Ja, wieder beim dritten Ton
spielt die linke Hand dann mit und dann bleibt die rechte Hand liegen. Rechte Hand spielt weiter. Ja, und wenn wir hier auf dem E sind, dann wieder linke Hand. Enden wir hier, ne? Also, wenn wir hier auf dem E sind, dann enden wir hier auf dem A. Und da geht es dann im nächsten Part wieder weiter. Das war jetzt eine ganze Menge. Ich wiederhole nochmal langsam beide Hände, ja? Dann kannst du es dir nochmal in Ruhe angucken. Und ja, zum Haltepedal sage ich jetzt nicht nochmal extra was. Es ist wie in dem Video davor. Also im Prinzip immer, wenn wir hier diesen Sprung machen, immer wenn wir hier in der Oktave springen, kurz vom Haltepedal rauf und wieder runter gehen, ist meine Empfehlung. Du kannst ja das Haltepedal auch so ein bisschen selber für dich gestalten, wie du da das Gefühl hast. Aber ich würde es immer machen, hier. Immer wenn ich hier den Sprung mache und hier, ja. Also immer an diesen Stellen würde ich kurz vom Haltepedal runtergehen und dann wieder drauf gehen. Ne? Okay, ich spiele noch einmal alles zusammen. Übrigens habe ich hier gerade noch den mitgenommen. Das ist eine kleine Variation, das zeige ich dir dann aber im dritten Part. Dann geht's weiter. Hier springen wir hoch. Und dann enden wir hier auf dem A und hier links auf dem E. Okay. Ja, und das ist der ganze zweite Part. Das war jetzt deutlich mehr als im ersten Video. Das Video hier wird auch deutlich länger sein. Aber das ist auch der größte Teil des Stückes, ja, den ich einfach hier in einem Video zusammennehmen wollte. Also wenn du das jetzt hier drauf hast, zusammen mit dem ersten Part, dann kannst du schon deutlich über die Hälfte des Stückes. Dann kannst du ja jetzt fast wirklich schon das ganze Stück spielen. Also meinen Glückwunsch, wenn du es bis hierher geschafft hast. Und ja, das war es soweit auch erstmal mit dem heutigen Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten und letzten Part wieder, in dem wir uns dann auch noch so den Abschluss des Stückes anschauen. Und ja, dann zeige ich dir nochmal, wie man hier ein bisschen hier und da auch das Stück noch ein bisschen variieren kann. Bis dahin, ich wünsche dir viel Spaß beim Üben. Nicht verzagen, du schaffst es auf jeden Fall und es lohnt sich ja auch wirklich, dieses wunderschöne Stück zu lernen. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann im nächsten Video.